Costco Wholesale ist ein richtiges Qualitätsunternehmen und ein wirklich starker Dauerläufer. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal Costco Wholesale an, ob sich da jetzt im Moment ein Einstieg anbietet, beziehungsweise ob es jetzt hier an der Zeit ist für auch mal eine größere Korrektur, die dann natürlich wieder eine sehr, sehr gute Chance auch darstellt für den langfristig orientierten Anleger. Also macht Costco, man hat so ein mitgliederschaftsbasiertes Einzelhandelsunternehmen hier. Das ist klar ganz global tätig und man hat so eine Art Großhandelsclub sich hier gebildet, bei dem Kunden praktisch eine Mitgliedschaft erwerben müssen, um Zugang zu den Waren und Dienstleistungen zu bekommen von Costco. Heißt, wenn man keine Mitgliedschaft hat, kann man auch nicht bei Costco einkaufen. Ja, man hat dann ganz stark auch Großpackungen und Eigenmarken und da ist man auch eben bekannt für den Verkauf von Produkten in großen Mengen und zu wirklich niedrigen Preisen und hat dann hier wirklich ein sehr, sehr breites Sortiment und verkauft dann wirklich direkt aus den Warenhäusern raus und hat aber neben den ganzen Filialen in den USA, also haben da schon einen starken Fokus drauf, auch drauf, ja, weltweit eine relativ starke Präsenz, also auch sowas wie Japan und vereinzelt auch in Europa gibt es tatsächlich auch Costco. Und was ganz klar ist, also man versucht hier den Umsatz zu maximieren und hat einen relativ niedrige Margen. Und ja, es führt aber alles, dieses ganze Geschäftsmodell mit den Mitgliedschaften ist auf jeden Fall schon so ein Alleinstellungsmerkmal und ist auch natürlich auch ein großer Vorteil im Vergleich zu Walmart zum Beispiel. Und ja, einfach durch diese ganze beliebte, ja, durch dieses Kundenbindungsprogramm einfach sind die Kunden loyal und ja, mit Millionen Mitglieder, die jährlich dann auch die Mitgliedschaft erneuern, ist das ja wirklich schon sehr, sehr stark. Und man möchte halt einfach, dass der Kunde zufrieden ist. Deswegen hat man auch ganz viele eigene Produktmarken, die man dann relativ billig im Vergleich zur Konkurrenz anbieten kann. Und ja, das Unternehmen ist wirklich auch bekannt für einen hervorragenden Kundenservice und auch sehr, sehr großzügige Rückgaberichtlinien. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark und deswegen ist Costco so beliebt in den USA und generell bei den Kunden. Wir schauen uns jetzt mal im Aktienfinder Costco Wholesale an. Wir haben hier 350 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, schneiden relativ gut ab bei den Scores, also sowohl beim Wachstum als auch beim Dividendenertrag sowie beim Gewinnwachstum sieht es wirklich gut aus. Qualitätscheck, hier Gewinne, Cashflows und Dividenden, sehr schön, die Dividende langfristig steigend. Plus als kleinen Bonus hier eine Sonderdividende, die wird immer so ja, alle 4 Jahre ausgeschüttet und die ist dann wirklich auch sehr, sehr stark. Also das letzte Mal hatten wir hier tatsächlich 2024 die Sonderdividende, die war auf jeden Fall auch sehr, sehr stark und sehr, sehr nett. Der freie Cashflow, der ist leicht zyklisch, bewegt sich aber richtig stark nach oben. Das gleiche gilt jetzt für den Gewinn, der ist deutlich ja, gleichmäßiger und das sagt halt also auch die Prognose, also da sollen die Gewinne weiter steigen. Da sieht es wirklich einfach gut aus. Payout Ratio ist wirklich niedrig, ungefähr so 25% wird hier ausgeschüttet. Umsatz- und Gewinnmargen, Umsatz langfristig wunderschön steigend, soll auch weiter so gehen. Die Nettogewinnmarge, die konnte so stark gesteigert werden seit 2009, es ist wirklich richtig, richtig gut. Man hat hier auch deutlich bessere Margen, wie es zum Beispiel Walmart hat. Man muss sich ja auch vor Augen führen, also die haben so einen hohen Umsatz, das heißt, jedes Prozentteilchen an Nettogewinnmarge macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Und ja, die operative Marge und Nettogewinnmarge langfristig steigen, von dem her sieht es wirklich gut aus. Ja, jetzt hier bei der Verschuldung und am Gesamtvermögen, also wir sind ganz niedrig nur verschuldet, wirklich eine sehr, sehr gute Position, also wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz einfach, die man hier bei Costco hat. Wenn wir uns die Aktienrückkäufe anschauen, dann sehen wir, dass hier teilweise wieder Aktien ausgeschüttet wurden, zwar in einem wirklich moderaten Rahmen, aber es ist jetzt hier kein dauerhafter Aktienrückkäufer, muss man sagen, aber man wird jetzt hier auch nicht ja, sehr stark verwässert. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Jetzt schauen wir uns mal die Bewertung an hier auf Basis des bereinigten Gewinns und da springt uns schon ins Auge, dass das Unternehmen hier sehr, sehr stark überbewertet ist laut dem Aktienfinder. Und wir haben jetzt hier aktuell einen Kurs von 883 US-Dollar und der Fair Value würde bei 572 liegen. Ja, das würde natürlich heißen, wenn man jetzt hier die ja, am weit entferntesten Daten nimmt, 2027, dann würde die Dividende, würde die Rendite auf minus 2% pro Jahr kommen, wenn man jetzt hier kaufen würde.
Also das ist natürlich schon wirklich eine sehr, sehr starke Bewertung hier bei Costco, wenn man das auf Basis des bereinigten Gewinns anschauen. Also von dem her könnte jetzt auch mal eine Korrektur vielleicht anstehen und da werden wir jetzt dann auch gleich noch später drauf eingehen. Hier ist mal zu den aktuellen KGVs. Hier haben wir eigentlich das gleiche Bild, also sowohl beim bilanzierten als auch beim bereinigten KGV sind wir deutlich überbewertet mit 53. Bilanziert im Schnitt der letzten 5 Jahre war nur 37, also hier sind wir wirklich stark drüber. KCV ist das gleiche, also KCV haben wir jetzt im Moment 35, historisch waren es eher 23. Und beim KUV sind wir auch mit 1,51 deutlich über 0,99. Also auch hier eher die Überbewertung zu sehen. Hier jetzt mal schön das Sankey-Modell. Man sieht natürlich auch wirklich sehr, sehr niedrige Margen, die man hier hat bei Costco. Also hier der Nettogewinn, aber an sich natürlich sehr, sehr starker und sehr, sehr großer Umsatz. Den macht man hier hauptsächlich natürlich mit ja, Nahrungsmitteln. Man hat aber ja auch Waren, die nicht Nahrungsmittel darstellen. Also auch sowas wie E-Commerce und solche Bulk-Sachen hat man jetzt ganz stark auch mit eingegliedert. Also das gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Ja, United States ist natürlich der wichtigste Markt, hat man eine Marge von 3,1%, danach dann Kanada hat man eine 4,4% Marge, also auch sogar stärker und dann international 3,9%, also auch relativ gut. Man ist halt in den USA am stärksten vertreten. Ja, Dividendenhistorie ist jetzt hier einfach so zyklisch, weil da jetzt diese Sonderdividende eine Rolle spielt. Auf jeden Fall sind wir da jetzt im Vergleich der letzten Jahre eher mit einer niedrigen Dividende unterwegs. Ist ja auch klar, also nach dem ganzen starken Kursanstieg ist es jetzt eben mal einfach dazu gekommen, dass die Dividende niedriger ist, aber ist ja auch völlig normal. Ja, bevor wir jetzt zur Investor Relations kommen, wenn dir das Video gefallen hat oder beziehungsweise gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, gerne mal kommentieren, ein Abo dalassen. Ich werde auch weiterhin sehr, sehr gute, qualitative Unternehmen vorstellen und danke dir auf jeden Fall an der Stelle. So, schauen wir mal in die Investor Presentation, was Costco Wholesale jetzt hier vor kurzem in den letzten Quartalszahlen auch vorgelegt hat, also im abgelaufenen Quartal 2024. Wir sehen jetzt hier sofort, dass die Net Sales um 1% gewachsen sind. Da muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, also wir haben hier einen 53er KGV mit einem Wachstum von 1%, das ist natürlich schon wirklich sportlich. Im Zeitraum sind die Comparable Sales, also die vergleichbaren Verkäufe, um 5,4% gestiegen und der Traffic ist um 6,4% gestiegen. Also auch das, ja, in Ordnung, ist er natürlich jetzt kein wirklich sehr stark dynamisches Wachstum, aber ganz in Ordnung. Was aber wirklich gut ist, also das muss man den Quartalszahlen auf jeden Fall abverlangen, sind die E-Commerce Sales. Die sind nämlich um plus 18,9% gewachsen. Also man kann sagen, Costco kommt jetzt immer mehr in diesen E-Commerce-Bereich, einfach da kann der immer besser Fuß fassen und hat jetzt eben mit diesen ganzen Großgeräten, die man zum Beispiel auch verkauft, schon wirklich ja, eine gute Marktposition sich erarbeitet im Vergleich zu Lowe's, Home Depot und so weiter. Also man versucht hier auch einfach reinzustechen. Beim Net Income sieht es natürlich hier schon besser aus. Also hier 9% Wachstum, Earnings per Share 8,8%. Also das ist auch schon sehr, sehr gut. Man hat hier aber auch ein paar Einmaleffekte mit drinnen gehabt. Die Gross Margin, die konnte ganz nett gesteigert werden, minimal. Also von dem her, da sieht es ganz okay aus. Bloß das Wachstum halt an sich bei den Verkäufen nur mit 1% wirklich relativ niedrig. Bei den Memberships, die einen ganz, ganz wichtigen Teil auch darstellen des Geschäftsmodells von Costco, haben wir ein Membership Income Growth von 6,5%. Also ist auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir haben eine Membership Renewal Rate von 90,5%, also die ist auch historisch immer so hoch gewesen. Bei den USA und Kanada haben wir 92,9%, also auch das sehr stark. Wir haben minimalen Rückgang jetzt gesehen. Warum? Ja, weil Costco hier mal so eine Einmalaktion gestartet hat und die ist jetzt eben ausgelaufen. Da haben dann auch viele einfach nicht verlängert. Hängt jetzt auch weniger damit zusammen, dass die Membership-Fee erhöht wurde um 7%. Das ist aber natürlich wirklich gut, weil das geht direkt zum Nettogewinn. Alles, was hier an Mitgliedschaften erhöht wird, ist es natürlich einfach Reingewinn. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut für uns als Aktionär. Ich hätte mir tatsächlich da noch ein bisschen mehr erwartet. Also 7% finde ich schon sehr, sehr wenig an Steigerung. Ich glaube, bei der Executive war es sogar noch unter 7% Erhöhung. Ja,
Also das muss man auf jeden Fall sagen, aber da wird natürlich dann deswegen keiner die Memberships kündigen. Ja, Paid Membership Growth sehen wir 7,3% Wachstum, da auch das gut und die gesamte Anzahl der ja, Mitgliedschaftsbesitzer sind 7%, also auch das sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier Memberships von 35,4 Millionen Memberships. Das ist auch wirklich gut. Ja, jetzt hier nochmal einen genaueren Blick auf die E-Commerce-Verkäufe. Und hier sieht man dann eben auch so Top-Sales-Kategorien, die in E-Commerce eine Rolle gespielt haben. Also irgendwelche Appliances, tatsächlich auch so Gold und Silber, ja, Einrichtungsgegenstände für zu Hause. Okay, und sogar hier so Geschenkkarten. Also es spielt halt alles eine große Rolle. Und vor allem hier Costco Logistic Deliveries ist sehr stark gewachsen. Neben diesen New Mobile Application Downloads, also das sind schon zwei ja, wichtige Bereiche, die jetzt hier ein starkes Wachstum aufweisen. Ja, sie möchten auch weiter ihre Warehouses ja, expandieren. Hier zum Beispiel in Nanjing in China oder in Chongnan in Korea. Und man erwartet jetzt hier, dass man am Ende des Jahres 2024 614 Warenhäuser betreiben wird. Und 2025 sollen es dann 630 sein, also 16 mehr. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so verrückt. Also ich finde auch, dass man da sehr, sehr konservativ vorgeht und versucht es eben ja, mit einem ruhigen Händchen hier auszustreuen. Hier sieht man mal ein paar ja, Marken oder Produkte von Kirkland Signature. Das ist die Eigenmarke sozusagen von Costco. Und hier hat man jetzt hier ja, neue Produkte im Portfolio und auch für bereits bestehende Produkte die Preise gesenkt, was natürlich auch einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen ist an die Mitglieder, dass man hier sogar von den Preisen runtergeht. Schauen wir mal auf den Qualitätsstack im Trader Fox. War natürlich wahnsinniger Score, also 14 von 15 Punkten. Es gibt nur bei der Nettogewinnmarge ab einem Punkt Abzug. Ja, das ist ja klar, also das ist ein Einzelhandelsunternehmen, das ist völlig normal. Da ist es sogar tendenziell eher noch hoch, also eigentlich 15 von 15 Punkten. Hier bei Costco, also wirklich sehr, sehr hochqualitativ. Wenn wir uns auf Basis des Umsatzes im letzten Jahr mal die Bewertung ansehen, sehen wir, dass wir hier fair bewertet sind, auf Basis des Umsatzes. Auf Basis des Gewinns der letzten 3 Jahre sehen wir, dass wir schon 20% überbewertet sind, aber sonst hier fair bewertet auf Basis des letzten Jahres. Das ist natürlich nur der normale Gewinn, deswegen natürlich auch nochmal ein Unterschied zum Aktienfinder. Ja, generell hier die ganzen Faktoren, da sieht es wirklich gut aus. Piotrowski F-Score 6 von 9 Punkten. Auch das ganz nett. Die Verschuldung ist jetzt hier leicht gestiegen und die Liquidität leicht gesunken, aber an sich auch ja, gute Position. Jetzt möchte ich nochmal auf die Dividende schauen von Costco Wholesale. Und hier sieht man wirklich schön, dass jetzt hier eine Sonderdividende von $15 gezahlt wurde, neben der normalen Dividende von $4,34. Ist natürlich sehr, sehr stark. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von 0,5%. Die liegt auch deutlich unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Hier mit 0,81%. Und das Wachstum der Dividende lag in den letzten 5 Jahren im Schnitt bei 13,28%. Also doch schon wirklich sehr stark. Wir haben jetzt hier auch eine Kontinuität seit 21 Jahren und im letzten Jahr wurde um 15,52% erhöht. Schauen wir uns vielleicht noch kurz hier den Chart an im Vergleich zum Nasdaq. Und wir sehen, dass Costco sogar über lange Strecken den Nasdaq 100 outperformt hat. Und das ist natürlich schon wirklich wahnsinnig, weil es ist ein Einzelhandelsunternehmen, das jetzt hier einfach mal den ganzen Technologiesektor outperformt. Das ist natürlich wirklich ungewöhnlich und auch einfach sehr stark von Costco. Jetzt gucken wir uns den Chart an. Und ich versuche jetzt auch so ein bisschen einzuordnen, wo wir aktuell stehen und ob da jetzt eine Korrektur vielleicht mal nötig wäre. Aber als allererstes sehen wir, dass hier diese langfristige dynamische Entwicklung wirklich schon sehr, sehr lange besteht. Also eigentlich so seit 2008 sehen wir hier einen richtig guten, schönen Aufwärtstrend und tendieren jetzt hier im Moment auf Allzeithoch. Ja, ich möchte jetzt noch erwähnen, also ich bin in Costco investiert, also keine Anlageberatung, auch schon länger. Ich habe hier in der Korrekturphase 2022 Costco-Aktien gekauft. Ist jetzt auch eine relativ kleine Position bei mir leider, auch weil damals schon die Bewertung relativ hoch war. Ja, hätte ich mal mehr kaufen sollen. Also jetzt bin ich natürlich sehr, sehr stark im Plus, aber wir schauen uns jetzt hier mal die aktuelle mittelfristige Situation an bei Costco. Und wir haben jetzt hier den langfristigen Monatstrend mit dem Fibonacci Retracement eingezeichnet.
Wäre natürlich die erste wichtige Unterstützungszone, die eine wirklich hohe Relevanz hat, hier um die 600 US-Dollar. Aber das halte ich wirklich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir hier runter korrigieren. Also Costco, die Korrekturphasen, die sind nicht besonders lang, die Costco macht. Eher, dass man sich mal hier so seitwärts bewegt. Das ist eher so ein typisches Verhalten. Aber so starke Kursverfall, wie es hier mal war, mit minus 30% ungefähr, das ist wirklich eher die Seltenheit und da muss es auch mit einer Gesamtmarktkorrektur einfach einhergehen, dass man mal so gute Chancen hat bei der Aktie. Deswegen halte ich es eher für wahrscheinlich, dass man vielleicht hier nochmal auf 700 US-Dollar runterkommt und würde mir da nochmal das Unternehmen genauer anschauen und vielleicht mal eine Bodenbildung abwarten. Ich meine, wir sehen das ja auch dann alles im Chart, wenn sich hier eine Trendumkehr auch andeutet. In den ganz kurzfristigen Zeiteinheiten, da können wir jetzt sehen, dass wir zumindest auf H4 kurz davor sind, eine kleine Top-Bildung zu machen mit Unterschreiten von 868 US-Dollar. Und dann wäre auf jeden Fall mal ein bisschen Platz nach unten. Spätestens nach dem Unterschreiten von 794 sind wir auf jeden Fall auf Tagesbasis dann abwärts. Und dann muss man mal eben schauen, wo sich das Unternehmen stabilisiert. Ich glaube jetzt tatsächlich, dass hier der Kurs nach oben eher limitiert ist. Also ich denke schon, dass da jetzt mal eine Korrektur auch nötig ist. Wir haben auch einfach so einen brutalen Kursanstieg gesehen. Also vom Tief der Korrektur sind es jetzt über 100% mit dem hohen KGV und so weiter. Also ich denke, dass da jetzt mal eine Korrektur einfach über Zeit auch nötig ist und vielleicht auch ein bisschen über Tiefe. Ähnlich wie es hier der Fall war, vielleicht nicht ganz so tief mit diesem starken Kursverfall, der natürlich in erster Linie einfach an der Inflation damals lag. Aber an sich sehr, sehr starkes Unternehmen, wunderschöner Monatsaufwärtstrend. Also wirklich top einfach, kann man sich getrost mal auf die Watchlist legen. Aber die Bewertung, die ist natürlich erstmal abschreckend. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick hier auf das Wachstum, auf den Ausblick und so weiter. Wie bereits erwähnt, also sehr, sehr hohe Price-to-Earnings-Ratio, auch im Vergleich der letzten Jahre. Da war die eher so um die 30, maximal mal 40. Und jetzt haben wir eben hier 52, also das ist wirklich sehr, sehr hoch. Aber Umsatz, wirklich starkes Wachstum in den letzten Jahren. Das gleiche gilt fürs Net Income und natürlich die Net Margin. Ja, also sieht wirklich gut aus. Verschuldungsgrad sehen wir hier. Man könnte fast in einem Jahr die kompletten Schulden tilgen. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Position. Also wirklich Top-Bilanz an der Stelle. Beim Free Cashflow, Cash from Operating Activities, sehen wir auch, dass der Free Cashflow langfristig steigend ist. Auch wenn man hier mal so ein paar Einmaleffekte mit drinnen hat, sieht es wirklich gut aus. Da kann man sich auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren. Total Assets, die wachsen natürlich schön mit. Total Debt ist natürlich das gleiche. Umsatzwachstum lag mit 2024 bei 5%, 2023 bei 6,8% und davor waren die wirklich fetten Jahre mit 15 und 18%. Also da hat sich das Wachstum schon deutlich verlangsamt. Beim Net Income ist man aber im Vergleich dazu deutlich dynamischer gewachsen mit 17% im letzten Jahr und auch beim EBIT hier ein wirklich gutes Wachstum. Ja, Dividende, wie bereits erwähnt, wird schon relativ lange gesteigert, gefällt mir auch wirklich gut. Ausblick sieht brutal aus, also das Unternehmen soll weiter stark bei den Earnings per Share wachsen, dynamisches Wachstum hinlegen. Das gleiche gilt für den Umsatz, auch da sieht es wirklich gut aus. Also das ist natürlich auch einer der Gründe, warum das Unternehmen bei mir im Portfolio ist. Starkes Dividendenwachstum, wirklich guter Wachstumswert, lange gewesen und ich denke auch, dass man da auf dem Pfad wieder zurückfinden sollte. Also gefällt mir gut, würde mich da auch nochmal trauen nachzukaufen, wenn wir eine kleine Korrektur hinlegen. Ja, aber das war's zu dem Video. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall Glocke anmachen, damit du keine Videos mehr verpasst. Ich habe auch zum Beispiel mal zu Novo Nordisk ein Video hochgeladen. Ist natürlich auch ein sehr, sehr hochqualitatives Unternehmen. Kannst du dir auch gerne mal anschauen. Da gehe ich auch auf die aktuelle Situation ein. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auf dich beim nächsten Mal und dann sehen wir uns. Ciao, danke.